Wenn es um das Tierreich geht, sind Katzen erstaunliche Eltern. Als eine Katze ein Tigerjunges adoptierte, machte sie einen fantastischen Job. Aber einige Jahre später geschah etwas, das niemand erwartet hatte. Arthur war ein Mann, der das Campen liebte. Oft reiste er von seinem Zuhause in einer russischen Stadt in die nahegelegenen Berge, wo er sein Lager aufschlug und mehrere Tage in der Wildnis verbrachte. Camping war nicht nur eine lustige Sache, sondern gab ihm auch die Möglichkeit, einige Zeit allein zu verbringen und sich von seinem stressigen Job in der Stadt zu entspannen. Aber eines Tages auf einem seiner Campingausflüge passierte etwas sehr Ungewöhnliches. Etwas, das den Verlauf von Arthurs Leben für immer veränderte. Aber was war es? Schaue dir das komplette Video an, um es herauszufinden. Während er vor seinem Zelt das kleine Feuer schürte, das er gemacht hatte, und ein Buch las, hörte Arthur ein Geräusch. Eine Art wimmerndes, hochfrequentes, stöhnendes Geräusch. Arthur hatte schon viel Zeit in diesen Bergen verbracht und er hatte nie zuvor ein solches Geräusch gehört. Er war verständlicherweise neugierig und interessiert, woher es kam. Er legte sein Buch weg und ging vorsichtig in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Es war sicherlich schwierig, den Ursprung des Geräusches zu lokalisieren und zu bestimmen, denn die Bäume dämpften die Geräusche. Aber schließlich bog Arthur um eine Ecke und sah etwas, das ihm den Mund weit offen stehen ließ. Vor ihm auf dem Boden lagen zwei winzige Tigerbabys. Sie waren gerade mal ein paar Wochen alt und sahen furchtbar hilflos und wehrlos aus. Da Arthur ein Katzenliebhaber war, war sein erster Gedanke, sie an einen sicheren Ort zu bringen. Aber er wusste, dass sie irgendwo eine Mutter haben mussten, die vielleicht weggegangen war, um Futter zu holen oder in der Nähe war und ein scharfes Auge auf sie hatte. Was auch immer der Fall war, Arthur ließ die Jungtiere, wo sie waren, obwohl er immer wieder zurückkehrte, um nach ihnen zu sehen. Als niemand für die Jungtiere kam und es anscheinend keine Mutter gab, wusste er, dass er handeln musste. Also packte er seine Campingausrüstung zusammen und schnappte sich die beiden miauenden Tigerbabys. Er würde sie mit nach Hause nehmen und versuchen, sie selbst zu versorgen. Als Arthur nach Hause fuhr, fand er sein Kätzchen vor, die bereit war, ihn zu begrüßen. Sie war eine wunderschöne kleine Katze, die schon mehrere Würfe von Kätzchen zur Welt gebracht hatte. Arthur liebte seine Katze von ganzem Herzen und sie zu streicheln half ihm, sich nach langen und arbeitsreichen Tagen zu entspannen. Aber als die Katze die beiden Tigerbabys sah, war sie sofort neugierig und schaute sie verwirrt an. Sie wollte wissen, woher sie kamen und warum sie dort waren. Die kleine Katze sah zu, wie Arthur die miauenden Jungtiere mit mehreren Fleischscheiben fütterte und sie eine ganze Schale Milch aufschlürften. In diesem Moment tat die Katze etwas wirklich Erstaunliches. Sie ging zu den Jungtieren hinüber und begann, sie mit ihrer Zunge zu streicheln. Obwohl die Jungtiere die gleiche Größe wie die Katze hatten, wusste sie, dass es sich um Jungtiere handelte und als solche brauchten sie Pflege. Es war, als ob der Mutterinstinkt der Katze aktiviert worden wäre und sie in die Rolle der Tigermutter fiel. In den nächsten Wochen wurden die Tigerbabys stärker und gesünder. Ihr Gewicht kehrte zurück und sie begannen mehr Energie zu haben. Die Katze kümmerte sich um sie und die Jungtiere folgten ihr, als hätten sie ihre neue Rolle als Mutter akzeptiert. Die Katze ermutigte sie zum Fressen, Laufen und Spielen. Die Zeit verging und die Tiger begannen zu wachsen. Körperlich wurden sie länger, größer und schwerer als die Katze und trotzdem behandelte die Katze sie, als wären sie ihre eigenen kleinen Babykätzchen. Wenn sie beim Spielen ein wenig zu grob wurden oder kämpften, lief die Katze hinüber und setzte das Gesetz durch, indem sie die Tigerjungen entschuldigend in zwei verschiedene Richtungen schickte. Es war wirklich erstaunlich zu sehen und es brachte Arthur zum Lachen, als er sah, wie seine winzig kleine Katze die beiden riesigen Tiger absolut beherrschte. Doch leider kam der Tag, an dem die Tiger zu groß waren, um mit Arthur zu leben. Sie wurden zu einer großen Herausforderung und beschädigten oft Dinge im Haus. Natürlich nicht absichtlich, aber auch das Füttern der beiden kostete Arthur ein Vermögen. Also beschloss er, dass er sie in den örtlichen Zoo bringen und ihn bitten würde, sich um sie zu kümmern. Von nun an würde er auf sie aufpassen. Glücklicherweise nahm der Zoo die Tiger gerne an. Sie hatten ein wunderschönes, großes neues Gehege angelegt, in dem die Tiger in einer Umgebung spielen konnten, die ihrer Natur entsprach. Es gab sogar ein großes Plexiglasfenster, durch das Besucher ihnen beim Spielen zuschauen konnten. Nachdem er sich von den Tigern verabschiedet hatte, überließ Arthur sie den sehr fähigen Händen des Zoopersonals. Er hatte alles getan, was er konnte und schwor sich, niemals in den Zoo zurückzukehren, für den Fall, dass er Schuldgefühle wegen der zurückgelassenen Jungtiere hatte. Mehrere Jahre lang hielt er sich an dieses Gelübde, aber Jahre später wurde die Katze krank und Arthur brachte sie zum Tierarzt. Der Tierarzt sagte ihm, dass es das Beste wäre, sie einzuschläfern. Arthur stimmte traurig zu, aber es gab eine Sache, die er vorher noch tun wollte. Eine letzte Leckerei, die er der Katze geben wollte. So machte er sich auf den Weg in den Zoo, unsicher, was er dort vorfinden würde. Er setzte die Katze in einen Tragekäfig und trug sie
durch die Tore zum Tigergehege, wo er sofort die beiden Tiger erkannte, die er Jahre zuvor gerettet hatte. Bevor die beiden Tiger ihn durch das Plexiglasfenster sahen, unsicher, ob sie noch wussten, wer er war, steckte er seine Hand an das Fenster, als wolle er sie streicheln. Die Tiger schauten auf Arthurs Hand und wandten sich dann ab, als wäre er für sie genauso fremd wie die zahllosen anderen Menschen, die sie jeden Tag besuchten. Arthur war sich sicher, dass sie sich nicht an ihn erinnern würden und ließ seine Hand sinken, als sie weggingen. Aber etwas Unglaubliches war im Begriff zu geschehen. Etwas, das niemand glauben konnte. Als sie sahen, wie Arthur seine Katze hochhob und sie den Tigern zeigte, strahlten die beiden Tiger sofort und sprangen auf das Glas zu, um liebevoll darauf zu schauen und sich auf dem Boden zu wälzen. Sie erinnerten sich deutlich an das Tier, das sie vor all den Jahren aufgezogen und beschützt hatte, und die Katze erkannte sie offensichtlich auch. Arthur wusste nicht, wie das möglich war, denn die Tiger waren so viel gewachsen, seit sie sich getrennt hatten. Aber die Katze wusste, dass diese beiden riesigen Bestien ihre Kinder waren. Es musste der Geruch oder ein anderer Instinkt gewesen sein, den wir nie wirklich verstehen werden. Die Katze rieb ihren kleinen Körper an das Fenster und schaute zu den Tigern, und im Gegenzug versuchten sie, sich auch an ihrer Mutter zu reiben. Es war eine sehr emotionale Begegnung und eine, die die Herzen aller, die dabei waren, zum Schmelzen brachte. Das zeigt einfach, dass obwohl die Katze und die Tiger nicht einmal derselben Spezies angehören, Liebe Liebe ist, und eine gute Tat bleibt allen lange im Gedächtnis. Für diesen kurzen Moment war alles in Ordnung mit der Welt. Schau dir jetzt im Anschluss noch diese emotionale Geschichte an von einem Hund, der ein Baby aus einem brennenden Haus trug und um Hilfe rief.